Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Kosmetik-Rezeptvideo von mir. Ätherisches Rosenöl zählt zu den wertvollsten und teuersten ätherischen Ölen überhaupt. Wir stellen heute einen duftigen Rosenölauszug selber her. Dieser beruhigt die Haut, wenn sie strapaziert ist, und lässt sich auch wunderbar für Salben verwenden. Deshalb stellen wir heute ein reines Rosenöl her und dieses verwenden wir dann auch unter anderem, um daraus eine Aloe Vera Creme herzustellen, die man dann wunderbar für den gesamten Körper verwenden könnte. Und wie man diese tolle, natürliche Creme und das entzündungshemmende und gut duftende Rosenöl selber herstellt, das zeige ich euch jetzt. Wir sammeln uns dazu gut duftende, ungespritzte Rosenblüten in der Gartenkolonie oder in den Vorgärten von Bekannten oder auch in der Wildnis, wenn wir sie dort finden. Die Rose wirkt adstringierend, blutreinigend, blutstillend sowie nervenstärkend, weshalb man sie auch innerlich anwenden könnte. Rosenöl verfügt über hochwertige Inhaltsstoffe, die Körper und Geist im positiven Sinne beeinflussen. Aufgrund der Fähigkeit, die Elastizität der Haut zu erhöhen und die Zellen zu erneuern, eignet sich ein Rosenöl sehr gut als Anti-Aging-Produkt. Hier habe ich jetzt eine ziemlich große Menge Rosenblüten von ihren Knospen befreit, nachdem ich die Blumen gut ausgeschüttelt und von ihren Insekten befreit hatte. Waschen werde ich die Rosenblätter hier nicht, damit sie so viel wie möglich von ihren positiven Duft- und Inhaltsstoffen behalten. Wir füllen jetzt 2 solche 500 Gramm Gläser mit diesen Rosenblüten, möglichst bis oben hin, und drücken gut an. Und sobald alle Blüten in diesen 2 Gläsern verstaut sind, werden wir diese jetzt mit in der Hauptsache nativem Bio-Olivenöl extra befüllen. Aber ich hatte hier auch noch einen Rest von meinem nativen Rapsöl, welches ich dann ebenfalls dafür verwendet hatte. Auch natives Mandelöl würde sich sehr gut dafür eignen, weil es relativ neutral schmeckt und riecht. Aber auch natives Bio-Olivenöl extra eignet sich optimal als Hautpflege gegen trockene Haut. Der leichte Eigengeruch des Olivenöls wird durch den starken Rosenduft übertönt. Sobald die Rosenblätter von dem Öl überdeckt sind, geben wir noch folgende Öle in Tropfenform hinzu, und zwar das Bio-Vitamin E-Öl. Das sorgt für eine längere Haltbarkeit des Öls, weil es die Oxidation verhindert. Und dann noch einige Tropfen von dem Bio-Arganöl, das reich an Fettsäuren, Antioxidantien und auch Vitamin E ist, die vor freien Radikalen und anderen äußeren Einflüssen schützen. Außerdem unterstützt Arganöl die Haut auch dabei, sich selbst zu regenerieren. Und schlussendlich kommen auch noch einige Tropfen von dem bionativen Moringaöl hinzu, welches antiseptisch, antibakteriell und antioxidativ wirkt und die natürliche Vitalität der Haut unterstützt. Die Rosenblüten werden nochmal gut unter das Öl gedrückt und dann verschließen wir die beiden Gläser. Und jetzt kommen diese beiden Gläser an einen warmen, dunklen Ort. Und zwar eignet sich meine Abstellkammer wunderbar dafür, denn dort ist es nicht nur dunkel, sondern ich stelle dann diese 2 Gläser auf den kleinen Gefrierschrank, den ich dort stehen habe. Der hat oben auf seinem Dach immer eine natürliche Wärme, die ja durch die Arbeit des Kühlmotors entsteht. Und diese Wärme variiert immer kontinuierlich zwischen 35 und 40 Grad Celsius, also die optimale Wärme, um die positiven Inhaltsstoffe der Rosenblüten innerhalb einer Woche in das Öl übergehen zu lassen, und zwar auf allerschonendste Art und Weise, ohne dass die empfindlichen Inhaltsstoffe darunter leiden. Nach einer Woche können wir daher schon das Öl abseihen durch ein Sieb, während wir die Rosenblüten gründlich nochmal auspressen, damit sämtliches Öl mit den guten Inhaltsstoffen der Rosenblüten aufgefangen werden kann. Normalerweise werden bei der Herstellung von selbstgemachtem Rosenöl 2 verschiedene Methoden angewandt. Entweder erhitzt man das Glas mit den Rosenblüten und dem Öl in einem Wasserbad auf niedrigster Stufe für 2 Stunden, sodass man anschließend das Öl sofort abseihen könnte. Diese Methode ist jedoch für mich immer noch nicht schonend genug, weil das Wasser trotzdem auch bei niedrigster Stufe immer noch zu heiß sein wird, wodurch viele empfindliche Inhaltsstoffe kaputt gehen könnten. Oder man verwendet getrocknete Rosenblüten und gibt diese in das Öl und stellt dann diese Mischung an einen dunklen, kühlen Ort für 2 bis 4 Wochen mindestens. Jedoch ist mir auch diese Methode nicht gut genug, weil die getrockneten Rosenblüten schon viele ihrer wertvollen Inhaltsstoffe verloren haben. Weshalb ich meine hier vorgestellte Methode für die effektivste halte, weil wir damit ein Rohkostprodukt erhalten, da die Wärme des Kühlmotors nie 40 Grad übersteigt und somit die enthaltenen nativen Öle weiterhin in nativer Form vorliegen und auch die Rosenblüten die meisten ihrer wertvollen Inhaltsstoffe und Vitamine, Antioxidantien und Duftstoffe
behalten. Das auf diese Weise hergestellte reine Rosenöl wirkt beruhigend, krampflösend, blutstillend, leber- und milzwirksam und entzündungshemmend auf unseren Körper. Zudem kräftigt es unseren gesamten Organismus und wirkt gezielt bei Kopfschmerzen, depressiven Verstimmungen und Verdauungsbeschwerden, zumal man alle enthaltenen Inhaltsstoffe theoretisch auch innerlich einnehmen könnte. Besonders entspannend wirkt das Rosenöl, wenn man es in einer Duftlampe verdampft. Vor allem auch in der Massage hilft Rosenöl, körperliche Schmerzen zu lindern. Rosenblüten wirken auch leicht entzündungshemmend, deshalb beruhigt das Rosenöl die Haut, wenn sie strapaziert ist, und lässt sich auch wunderbar eben für Cremes und Salben verwenden. Die Aloe Vera Creme werde ich euch gleich zeigen. Die Rose wirkt auch adstringierend, blutreinigend, blutstillend sowie nervenstärkend. Die Rosenölwirkung geht auch auf den Bestandteil namens Farnesol zurück. Dieser wirkt antibakteriell. Des Weiteren sind zahlreiche weitere Inhaltsstoffe wie Aldehyde, Bernstein und Apfelsäure für die Rosenölwirkung verantwortlich. Jetzt stellen wir unsere Aloe Vera Creme daraus her und dazu schneiden wir ein äußeres Blatt ab und lassen es für mindestens 2 Stunden lang ausbluten, indem wir es dann hochkant auf so ein Haushaltstuch geben, damit der reizende, leicht giftige Aloinsaft, also dieser gelbe Saft, auslaufen kann. Danach schälen wir dann das Blatt auf diese Weise hier und schaben dann das wertvolle innere Gel davon ab und geben das in den Vitamix. Das Aloe Vera Gel ist ein Allrounder der Heilkunde und Wissenschaftler konnten in der Aloe Vera inzwischen mehr als 200 Inhaltsstoffe nachweisen. Zu dem Aloe Vera Gel kommt jetzt noch natives Bio-Kokosöl und native Shea-Butter, jeweils in Bioqualität dazu. Die werden wir kurz auf dem Herd zum Schmelzen bringen, auf niedrigster Stufe. In dieser Zeit geben wir jetzt schon mal hier 90 Gramm, also 2 von diesen kleinen Fläschchen hier von dem Rosenöl dazu. Das sind jeweils 45 Gramm, insgesamt 90 Gramm. Die jetzt so hergestellte Rosenölcreme eignet sich für jeden Hauttyp. Sie versorgt eine trockene Haut mit der ausreichenden Portion Feuchtigkeit. Sie hat auch die Fähigkeit, die Elastizität der Haut zu erhöhen, und sie erhöht die Spannkraft der Haut. Und wir geben jetzt hier nochmal die gleichen Öle, die wir vorher schon tröpfchenweise in das Rosenöl gegeben haben, geben wir auch nochmal hier wieder in die Creme. Also sowohl das Bio-native Moringaöl als auch das Bio-Vitamin-E-Öl in Tropfenform und das Arganöl. Denn von diesen tollen Ölen kann man nie genug in der Creme haben. Und dann geben wir noch 5 Tropfen von dem Teebaumöl dazu. Das wirkt eben antibakteriell, antifungal und antiviral und schützt somit eben vor Insektenbefall, vor Moskitos und Zecken und so weiter. Was jetzt im Sommer natürlich ganz besonders wichtig ist. Und dann habe ich noch ein paar Tropfen von diesem Neroliöl hinzugegeben, das aus den Blüten von Bitterorangenbäumen destilliert wird, und es gilt als eines der wertvollsten ätherischen Öle überhaupt. Und dann geben wir noch die inzwischen geschmolzenen nativen Öle in Form des Kokosöls und der Shea-Butter hinzu. Und dann wird einfach alles gründlich mit dem Vitamix durchgemixt und schon ist unsere wertvolle Aloe Vera Rosenblütencreme fertig und wird jetzt hier in Cremetiegel abgefüllt und dann kommt sie in den Kühlschrank, um auszuhärten. Mein altes Video zur Herstellung der Aloe Vera Creme kann ich euch übrigens hier oben gerne mal verlinken. Darin habe ich euch nochmal alle Details zu dieser wertvollen Heilpflanze der Aloe Vera erläutert. Schaut es euch unbedingt nochmal an. Denn die Aloe Vera hilft ja nicht nur bei allen möglichen Hauterkrankungen, bei Ekzemen, Dermatitis und Psoriasis, bei Insektenstichen, Verbrennungen, Verletzungen, Herpes, Sonnenbrand, Krätze, zur beschleunigten Wundheilung nach OPs, sogar auch zur Linderung von Hautreaktionen nach Bestrahlung und so weiter, und ist deshalb für jeden Hauttyp geeignet, und das gilt ja genauso auch für das Rosenöl, welches auch die Zellen erneuert und effektiv Hautrötungen mildert. Diese tolle Rosencreme wirkt gegen Falten und Unreinheiten, sie strafft, schützt und festigt das Hautbild, darüber hinaus tonisiert und regeneriert sie das Hautbild. Und die Inhaltsstoffe der Rose beeinflussen nicht nur die Haut positiv, sondern über die Haut auch die Psyche. Sie stimulieren die Synapsen im Gehirn, indem sie vermehrt das Hormon Serotonin aussenden. Daraus resultiert eine euphorische Stimmung, doch nicht nur das limbische System profitiert von der Qualität der Rosen, sondern auch die Epidermis. Das hochwertige Neroliöl da drin passt zu jedem Hauttypen. Da es nicht reizt, kann es zur Pflege und Behandlung empfindlicher und entzündeter Haut und bei geplatzten Äderchen verwendet werden. Es unterstützt das Abstoßen alter Hautzellen, stimuliert das Wachstum neuer Hautzellen. Dank seiner keimtötenden Wirkung wird es vielfach als Desodorant geschätzt. Es ist wunderbar kombinierbar mit der Rose.
Auch in meiner selbst hergestellten Sonnencreme habe ich dieses Neroliöl verwendet. Schaut euch gerne nochmal mein Video dazu an. Auch fast alle anderen verwendeten, hochwertigen, nativen Öle, die ich jetzt hier benutzt habe, habe ich ebenso in meiner gesunden Sonnencreme verwendet. Das Rosenöl könnte man theoretisch ebenso in diese Sonnencreme geben. Verpasst daher auf gar keinen Fall die Rosenblüte, um euch dieses tolle Rosenöl als auch diese wunderbare Aloe Vera Creme herzustellen. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.